Dann begrüße ich Sie ganz herzlich, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Von meiner Seite her, mein Name ist Sandra Lüthi. Ich arbeite beim Bundesamt für Cybersicherheit in der Sensibilisierung und Prävention. Das Webinar führe ich heute zusammen mit Brian Ceccato. Er ist technischer Analyst beim Bundesamt für Cybersicherheit, und Ivano Somaini, er ist unser Kampagnenbotschafter. Zuerst möchte ich kurz etwas zu den Spielregeln und der Etikette im Webinar sagen. Wir werden das Webinar aufzeichnen. Es wird im Anschluss transkribiert und untertitelt in 4 Sprachen auf dem YouTube-Kanal des BAKS zur Verfügung gestellt. Die Mikrofone sind gemutet, haben Sie vielleicht festgestellt. Die Kameras haben wir ebenfalls ausgeschaltet. Sie haben aber jederzeit die Möglichkeit, via Chat Fragen zu stellen. Die beantworten wir sofern möglich sofort und ansonsten am Schluss des Webinars. Noch ein Hinweis seitens BAKS. In der Vergangenheit kam es vor, dass im Nachgang an solche Veranstaltungen Akquise durch Dritte betrieben wurden. Wir distanzieren uns von solchen Kaltakquisen. Zum Programm von heute. Ich werde eine kurze Einleitung machen. Danach wird Ivano uns etwas zu Social Engineering sagen, also was ist Social Engineering überhaupt und auch wie funktioniert Spoofing, was ist Spoofing. Danach wird Brian etwas zu den Chancen und Risiken künstlicher Intelligenz sagen in der Cybersicherheit. Und am Schluss zeigen wir Ihnen auf, was Sie machen können, falls Sie einmal von einem Cybervorfall betroffen sind. Wie gesagt, am Schluss beantworten wir sehr gerne Fragen, die können Sie über den Chat stellen. Gut, starten wir. Dieses Webinar ist im Rahmen des Europäischen Cybersicherheitsmonats oder kurz ECM. Der ECM ist die jährliche Kampagne der Europäischen Union zur Förderung der Cybersicherheit innerhalb von Europa. Jedes Jahr finden während des ganzen Monats Oktober Hunderte von Aktivitäten in ganz Europa statt, darunter Konferenzen, Workshops, Seminare, Schulungen, Präsentationen und vieles mehr. Das Ziel ist, die Cybersicherheit innerhalb von Europa nachhaltig zu verbessern. Jedes Kampagnenjahr widmet sich einem Thema. Wie Sie sehen können, war bereits 2023 das Thema Social Engineering und 2024 wurde das Thema erneut aufgenommen, jedoch mit einem Fokus auf die KI oder die künstliche Intelligenz. Und wir schauen uns hier den Einfluss der künstlichen Intelligenz auf Social Engineering Angriffe an. Wir sprechen innerhalb des ECSM 3 Zielgruppen an, die Sie hier sehen können. Das sind die Jugendlichen, die Berufstätigen und die Senioren. Und das BAKS, also das Bundesamt für Cybersicherheit, hat für diese 3 Zielgruppen Partnerorganisationen, mit welchen wir zusammenarbeiten, um die Zielgruppen auch korrekt und spezifisch anzusprechen. Gut, steigen wir doch direkt ins Thema ein. Ich habe mich hier erlaubt, eine Definition des Europaparlaments zu nehmen, weil wir uns eben im Europäischen Cybersicherheitsmonat befinden. Was ist denn eigentlich jetzt künstliche Intelligenz, von der man so viel hört? Es ist die Fähigkeit einer Maschine, menschliche Fähigkeiten zu imitieren. Sie zeichnet sich auch aus, weil sie ihre Umwelt wahrnehmen kann und mit dem, was sie wahrgenommen hat, umgehen kann und auch Probleme löst. Und sie kann auch Folgen von früheren Aktionen analysieren und autonom arbeiten. Das ist jetzt mal die Definition, aber schauen wir uns doch an, was ist denn KI oder künstliche Intelligenz im Alltag? Es ist ja in aller Munde, ChatGPT, haben Sie vielleicht bereits selber ausprobiert. Ich gehe jetzt durch, wo wir im Alltag bereits KI antreffen. Wie gesagt, das sind Learning Language Models, die Sie hier sehen. Vielleicht haben Sie aber auch schon künstliche Intelligenz für Fotos angewendet. Beispiel, Sie machen ein Selfie mit dem Handy
und möchten dieses Selfie ein bisschen verbessern. Sie möchten geschminkt sein, die Haut ein bisschen ebener, glatter, dann können Sie dies mit einem Filter ganz einfach auf Klick erreichen. Oder Sie haben vielleicht bereits ein Foto geschossen von der Natur und möchten dieses auch mit KI, also mit einem Filter, nachbearbeiten. Vielleicht haben Sie aber auch schon ganze Bilder mit künstlicher Intelligenz erstellt. Eine Anwendung, die das zulässt, heißt Midjourney. Interessant finde ich vor allem die Entwicklung solcher Tools. Hier sehen Sie die Entwicklung von Midjourney von Version 1 auf der linken Seite bis Version 5 auf der rechten Seite. Wenn Sie die Daten darunter ansehen, dann sehen Sie, dass dies die Entwicklung zwischen März 2022 und März 2023 ist, also ein enormer Schritt. Wichtig zu wissen ist auch, dass die Entwicklung solcher Tools, also die werden dann nicht immer besser noch, weil einfach die Kosten zu hoch sind. Deshalb wird in der nächsten Zeit wahrscheinlich eher der Fokus auf die Kostensenkung gelegt, als noch auf die Optimierung solcher Bilder. Dann gehen wir weiter. Es gibt auch Tools, die beispielsweise Videos aus Texteingaben kreieren. Ein solches Tool ist Sora von OpenAI. Auch hier sehen Sie, dass die Qualität verblüffend ist. Bei den Beinen gibt es zwar ein paar Fehler bei dieser Frau, aber im Großen und Ganzen ist die Qualität hervorragend. Mark Zuckerberg hat übrigens Anfang Oktober angekündigt, dass Meta voraussichtlich kommendes Jahr das neue KI-Modell Movie Gen herausbringt, welches in der Lage ist, auf der Basis von Texteingaben realistische Videos und Audios zu erzeugen. Brian wird dann in seinem Teil zu KI auch noch das sogenannte Text-to-Speech vorstellen, welches sogar mit Dialekten funktioniert. Nun, die Fortschritte der künstlichen Intelligenz haben nicht nur die Entwicklung dieser leistungsfähigen kreativen Werkzeuge erlaubt, sondern sie ermöglichen eben auch sogenannte Deepfakes. Über diese werden wir heute sprechen, denn mit Deepfakes lassen sich Videos, Bilder und auch Soundtracks realistisch manipulieren und eben auch für Cyberangriffe verwenden. In einem ersten Schritt wiederholt Ivana für uns nochmals, was Social Engineering genau ist und welche technischen Komponenten bei einem Angriff genutzt werden können. Anschließend zeigt uns Brian die Chancen und Risiken der KI und wie kriminelle Deepfakes in Angriffen nutzen können. Ich möchte hier noch anfügen, dass wir uns heute nicht mit rechtlichen Grundlagen, ethischen Fragen oder auch technischen Lösungen zum Aufdecken von Deepfakes auseinandersetzen. Dies ist ein bewusster Entscheid, weil sonst würde der Rahmen dieser Online-Veranstaltung gesprengt. Nun übergebe ich das Wort an Ivana. Ivana, du kannst übernehmen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Sandra, für die Einführung. Es freut mich sehr, als Kampagnenbotschafter dabei zu sein. Herzlich willkommen an euch alle. Und wie Sandra angekündigt hat, ich werde euch kurz einführen über was ist Social Engineering, welche technischen Mittel bis jetzt benutzt worden sind. Und nachher Brian mehr erzählen, was mit KI alles noch optimieren kann, wenn man Social Engineering Angriffe durchführen will. Aber was ist überhaupt Social Engineering? Wenn ich normalerweise eine Präsentation über Social Engineering halte, ich frage ins Publikum, wer hat Kinder von euch? Wieso frage ich das? Weil Kinder meiner Meinung nach sind die besten Social Engineer auf dieser Welt. Also die Kinder haben, wissen, von was ich rede. Ich selber habe eine 5-jährige und eine 2-jährige Tochter. Und wenn man auf der Welt kommt als Kind, fängt man an, unbewusst mit Menschen zu manipulieren, sodass man ein zusätzliches Stück Kuchen bekommt oder noch ein bisschen später ins Bett geht. Und als Erwachsener, als Eltern benutzt man auch gewisse Manipulationstechniken, um diese kleinen Wesen zu erziehen. So, deswegen habe ich die folgende Definition gern, wo sagt, wo
Social Engineering ist jeder Akt, wo jemand beeinflusst, etwas zu machen, wo kann gegen oder für sein Interesse sein. Also es muss nicht per se etwas negativ sein. Es gibt auch positive Arten von Social Engineering. Aber logischerweise heute werden wir nur über die böse Seite von Social Engineering besprechen. Und um präzise zu sein, heute werden wir vor allem über die digitale Wege, die Social Engineering sehr oft benutzen. Und tendenziell gibt es so 3 Hauptangriffsvektoren, die bei Phishing benutzt werden, zum Beispiel via Mail, wie die meisten kennen. Wenn man eine E-Mail von einem nigerianischen Prinz bekommt, weiß man, dass man nicht unbedingt draufklicken soll. Aber mittlerweile bekommt man auch immer mehr SMS im Namen von der Post oder von der DHL oder irgendeinem anderen Pakellieferdienst, die uns versuchen zu motivieren, auf einen Link, auf einen bösartigen Link zu klicken oder eine bösartige App zu installieren. Aber es gibt es auch immer mehr Telefonanrufe von die einfachsten zu erkennen, vielleicht von der Microsoft-Techniker, der oft mit einem indischen Akzent hat, wo will uns auf unserem PC etwas installieren, oder ein bisschen bösartiger, wo letztes Jahr oder dieses Jahr passiert ist, dass im Namen von der Fettpollmann kontaktiert wird, dass man muss einen von ihren Agenten kontaktieren, um ein mögliches Problem zu beheben. Das heißt, tendenziell, es gibt es so 2 große Angriffskategorien, sagen wir so. Es gibt sogenannte so Massenangriffe, dass man innerhalb von wenige Sekunden als Angreifer kann man Hunderte, Tausende oder Millionen von Phishing-Mail schicken kann. Also das heißt, man zielt nicht auf eine bestimmte Person, aber man schickt das raus. Aber nur 1% von den betroffenen Leuten draufklicken. Es lohnt sich schon, weil hat man schon einen Business Case draus, und das wird vor allem bis jetzt via Mail, also Phishing-Mail oder SMS-Nachrichten. Und dann gibt es ein bisschen fiesere, gezieltere Angriffe, die auch durch Telefonanrufe und eben Spear-Phishing, also gezielte Phishing-E-Mail, die uns direkt ansprechen oder direkt uns via SMS ansprechen. Und diese Angriffe durchzuführen, man tendenziell als Angreifer macht einen sogenannten Spoofing-Angriff. Das heißt, man impersonifiziert jemand, das heißt eine Telefonnummer zum Beispiel, sodass man kann vermeintliche SMS in seinem Namen an unseren Target schicken. Zum Beispiel vor ein paar Jahren hatte ich den Auftrag, in eine Firma physisch einzubrechen. Das war in eine Bank in der Westschweiz. Und hier das Ziel war, so viele vertrauliche Informationen über den CEO von dieser Bank herauszufinden. Wir hatten nur die Namen von der Bank, wir hatten nur die Namen der persönlichen Assistent von CEO. Aber was wir herausgefunden haben nach einer Weile, ist die Telefonnummer von Sicherheitsbeauftragten von dieser Bank und die Telefonnummer, also vom privaten Telefonnummer von der persönlichen Assistent vom CEO. Wie haben wir überhaupt diese Informationen gefunden? In diesem Fall war es besonders einfach, weil wir haben an diese beiden Personen eine E-Mail geschickt und im Antwort von dieser Mail im Footer stand die Mobiltelefonnummer drin, sodass wir könnten ein SMS im Namen von Sicherheitsbeauftragten von dieser Firma an den persönlichen Assistent schicken. Das heißt, man könnte ein SMS generieren, der 1:1 aussieht, als hätte der Sicherheitsbeauftragte an der persönliche Assistent geschickt. Und ihr könnt das SMS hier kurz lesen, also die Originalversion ist auf Englisch, auf die rechte Seite, auf die linke Seite eine übersetzte Version. Ihr könnt es kurz lesen. Das heißt, ich war in der Westschweiz vor dieser Bank und meine Mitarbeiter, Kollegen haben mir gesagt, okay, der SMS wurde geschickt, jetzt kannst du einfach reinspazieren
und sie werden auf dich warten. Und das habe ich tatsächlich gemacht, weil der persönliche Assistent hatte nur genug Zeit, um sein, sein Desk, also seinen Schreibtisch aufzuräumen. Und wenn ich reinspaziert bin in der Bank, die wartete schon auf mich. Sie haben gesagt, sind Sie Herr Somaini? Ich habe gesagt, ja. Okay, dann kommen Sie mit mir. Und dann haben sie mir reinbegleitet an der PC von der persönlichen Assistent, das überprüft. Ich habe irgendwelche Random-Befehle laufen lassen, gesagt, oh, die Situation sieht schlimm aus, ich muss ein Tool installieren und dann könnte ich so einen Trojaner auf diese Maschine installieren, sodass meine Kollegen, die in der Hauptfiliale waren, haben die komplette remote Kontrolle über diesen PC gehabt. Dann habe ich mir gedacht, okay, es wäre spannend, einen ähnlichen Angriff zum Beispiel gegen Florian Schütz durchzuführen, also der Direktor von dem Bundesamt für Cybersecurity in der Schweiz. Aber als allererstes muss ich seine Handynummer finden. Und das war nicht einfach, oder das ist nicht einfach, weil ich habe sie schlussendlich nicht gefunden durch OSINT-Mechanismen online in irgendwelchen Data Breach. Deswegen habe ich gedacht, okay, denn anstatt seine Handynummer zu suchen, ich kann direkt ein SMS generieren und anstatt als Absender die Handynummer von Florian Schütz reinzutun, ich kann einfach zum Beispiel eine Abkürzung von seinem Namen. Und hier werden das live sehen, wie das läuft. Also ich wähle den Angriff aus, also ich werde eine bösartige SMS schicken. Und dann fängt er an, also hier wird das irgendwie, das Video läuft nicht. Probieren wir nochmals. Sollte laufen. Ja. Wird ein Angriff gestartet. Und hier als Absender schreibe ich einfach, dass es um F-Schütz handelt. Und dann kann ich die gezielte Nummer, die ich angreifen will, hinterlegen. Ich habe das hier einfach anonymisiert. Und dann die Nachricht hinterlegen. Es kann anhand vom Szenario, können wir sagen, okay, will ich das und das machen oder kannst du bitte auf diesen Link klicken oder kannst du mit diese Informationen hinterlassen und so weiter und so fort. Und hier sieht auf dem Handy ist das SMS im Namen von F-Schütz angekommen. Mit diesem einfachen Trick, wir sind sogar physisch in mehrere Firmen eingebrochen. Zum Beispiel, wenn wir einen einzigen SMS im Namen vom CEO und der persönlichen Assistent geschickt haben, wo drin gestanden ist, hallo Martin, heute Abend musste ich kurz im Büro vorbeikommen. Leider habe ich meine Schlüssel vergessen. Könntest du bitte die Schlüssel in den Briefkasten lassen? Dann sind wir physisch vor Ort gegangen und die Schlüssel waren in dem Briefkasten und könnten wir so physisch einbrechen. Eine andere Möglichkeit wäre, einen Telefonanruf, nicht nur ein SMS zu schicken, aber einen Anruf zu betätigen, dass tatsächlich die richtige Nummer angezeigt wird. Das wird sogenannte Phishing-Angriff benannt. Und hier habe ich gedacht, okay, ich werde versuchen, ähnlich einen Angriff zu modellieren, dass im Namen von Florian Schütz jemand angreift, aber leider auch hier hatte ich die Telefonnummer nicht, deswegen was habe ich gemacht? Ich bin einfach auf search.ch, also auf dem digitalen Telefonbuch. Ich habe nach Bundesämtern gesucht. Ich habe angeschaut, welche Bundesämter sind eingetragen. Und ich habe das passendste, was ich gefunden habe, war der Bundesamt für Informatik, weil den Bug habe ich nicht gefunden. Und dem Bundesamt für Informatik sozusagen in seinem Namen angerufen. Und ihr werdet auch hier sehen, starten wir auch hier das Video. Ich nehme das Nummer, ich setze das in meine Applikation, sodass ich sage, ich will, dass diese Nummer an meinem Zielperson angezeigt wird. Dann tippe ich die Handynummer von der Zielperson und plötzlich sollte das Telefon klingeln und zeigen, dass das Bundesamt für Informatik uns anruft, wenn ihr das hier seht. Es wird sogar der Name angezeigt von der Bundesamt für Informatik.
Aus dem einfachen Grund, weil ein Eintrag in local.ca, in search.ca eingetragen ist und dann wird automatisch aufgelöst. Das heißt, ich habe keine Telefon-App auf meinem Telefon gespeichert, das den Telefonnummer auflöst. Aber hier kommt jetzt meine Grenze als Social Engineer. Ich kann die Telefonnummer von vielen Leuten also spoofen, impersonifizieren, aber wenn ihr hört, also meine Sprache, also mein Dialekt, das tönt nicht wie eine deutschsprachige Person, also mit all den Fehlern und mein Akzent, ich töne nicht wie Florian Schütz, aber es wäre sehr interessant, wenn ich die Möglichkeit hätte. Und das wird jetzt Brian euch zeigen, was man heutzutage dank KI machen kann. Ich übergebe jetzt den Kontroll. Vielen Dank, Ivano. Ich übernehme das jetzt. Dann kommen wir da zu den Chancen und Risiken von der KI in der Cybersicherheit. Kurz zu mir. Ich bin als Hintergrund Programmierer und Pentester und arbeite als technischer Analyst. Und für mich ist das Analysieren von neuen Schwachstellen und Bedrohungen wichtig. Und ich bin Techniker. Also ich möchte wirklich verstehen, was macht die KI da, wie funktioniert das genau. Deshalb bin ich da, glaube ich, richtig, um das ein bisschen realistisch zu betrachten. Denn wir wollen hier nicht nur Angst machen, sondern einfach zeigen, was ist der aktuelle Stand und wie gehen wir damit um. Jetzt, was machen die Bösen mit KI? Es gibt viele Leute, die haben generell Angst. Google hat das mal untersucht. Was gibt es dann effektiv für Fälle, wo KI von Cyberkriminellen eingesetzt wird? Und die Studie ist hier verlinkt, ist von Google DeepMind und nur etwa einen Monat alt. Und sie haben herausgefunden, dass es wirklich so ist, dass Desinformation, also falsche Informationen veröffentlichen, was halt sehr einfach funktioniert. Wenn ich beispielsweise mit ChatGPT sage, schreib mir einen Artikel über irgendetwas, dann gibt es solche Artikel. Und das Zweite ist halt eigentlich das Social Engineering, also das Deepfaken, das Manipulieren von Bildern, von Stimmen, ist effektiv etwas, für was die KI sehr viel gebraucht wird. Was wir weniger sehen und was uns auch aktuell kein richtiges Beispiel bekannt ist, ist, dass KI verwendet wird, um wirklich Viren oder Trojaner zu erstellen. Es gibt da Ansätze, das wird sicher auch versucht, aber aktuell ist es wirklich so, dass das nicht der Fall ist, dass wir das beobachten können, sondern KI wird wirklich sehr viel für Meinungsmanipulation, halt Durcherstellen von Inhalten oder eben für solche Social Engineering Anwendungen gebraucht. Dazu haben wir auch ein Fallbeispiel, welches wir im April dieses Jahres publiziert haben. Das kann man auf unserer NCSC oder BACS-Webseite nachlesen unter der Woche 14. Denn uns werden immer wieder Cybervorfälle gemeldet und da hat uns effektiv eine Firma kontaktiert und gesagt, dass bei ihnen versucht wurde, als CEO anzurufen. Also jemand hat dann im Vorhinein per Social Engineering schon E-Mails und so weiter geschickt und dann so einen Anruf angekündigt und dann über einen Videoanruf versucht, an weitere Informationen der Firma zu gelangen. Nun, dieser Fall ist aufgefallen, obwohl das Gesicht so ausgesehen hat wie der CEO, war aber die Kleidung nicht sehr typisch, auch der Hintergrund war anders. Also viel Aufwand von einem Angreifer oder einer Angreiferin, aber schlussendlich hat es nichts zum Ziel geführt, das noch nicht perfekt genug war. Aber was ist denn aktuell der Stand der Technik? Denn wir sehen, es gibt schon Versuche und es macht sicher Sinn, da ein bisschen zu überlegen, was alles möglich ist. Etwas, was viele Leute immer wieder erstaunen oder sagen, ja, die Angreifer, die sprechen ja nicht Schweizerdeutsch, denn wir sind ein Schweizer Unternehmen, wir reden intern auf Schweizerdeutsch. Dazu habe ich eine Text-to-Speech-KI verwendet. Also das ist eine KI, wo man Text eingeben kann und dann kommt Sprache raus. Ihr kennt das vielleicht von Siri oder von eurem Google-Handy. Da gibt es die Möglichkeit, mit dem zu sprechen. Das gibt es aktuell aber eigentlich nur auf Hochdeutsch und nicht auf Schweizerdeutsch.
Ich habe aber so ein Open-Source-Modell, also ein Modell, was öffentlich verfügbar ist, das man dann auch selbst mit eigenen Daten trainieren kann, verwendet und habe dem öffentliche schweizerdeutsche Textdaten gefüttert, damit es ein bisschen Schweizerdeutsch lernt. Und hier habe ich dann einen Beispieltext genommen, wie zum Beispiel das vorkommen könnte, wenn jemand angerufen wird und dann probiert wird zu überreden, bitte Geschenkgutkarten oder so zu kaufen, diese weiterzugeben. Und wir hören jetzt, wie die KI, die ich trainiert habe, Schweizerdeutsch spricht. Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir möchten Sie darüber informieren, dass ab sofort eine Änderung in unserem Zahlungssystem in Kraft tritt. Von nun an sind Zahlungen ausschließlich über eine Guthabenkarte möglich. Die können Sie auf der folgenden Website aufladen und verwalten. Okay, wir sehen, es ist nicht ganz perfekt, aber es ist schon vielleicht überzeugender, als wenn jemand selbst kein Schweizerdeutsch spricht oder einen starken Dialekt hat. Natürlich, da musste jetzt nicht unbedingt KI verwendet werden. Es gibt auch im Internet Plattformen, wo man andere schweizerdeutsche Sprecher anheuern kann. Man kann ja zum Beispiel sagen, ich möchte einen schweizerdeutschen Werbespot machen oder so. Bitte, jemand spricht das ein auf Schweizerdeutsch. Also die KI vereinfacht hier sicher etwas, ist aber nicht so, als ob es vorher nicht auch schon möglich wäre. Oder es könnte auch einfach ein Schweizer Angreifer sein. Nun, die Stimme klingt noch etwas nicht so wie die Zielperson, die wir kopieren möchten. Und für das habe ich dann eine andere KI verwendet und die Stimme von Florian Schütz, meinem Chef, genommen. Jetzt für jemanden, der die Stimme nicht kennt, ist das jetzt vielleicht etwas schwierig zu sagen, wie realistisch es klingt. Aber Freunde und Mitarbeiter, die Florian Schütz kennen, sagen, ja, es ist schon etwas überzeugender. Und wenn es dann zum Beispiel durch einen Skype-Call hindurchgeht oder durch das Telefon oder man im Hintergrund noch etwas Zuggeräusche hört, dann ist es schon eher überzeugender. Wir hören nochmal kurz die Original KI-Stimme auf Schweizerdeutsch und dann die Version, die nach Florian Schütz klingt. Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir möchten Sie darüber informieren, dass ab sofort eine Änderung in unserem Zahlungssystem in Kraft tritt. Und jetzt hier das Deepfakte mit der Stimme von Florian. Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir möchten Sie darüber informieren, dass ab sofort eine Änderung in unserem Zahlungssystem in Kraft tritt. Von nun an sind Zahlungen ausschließlich über eine Guthabenkarte möglich. Die können Sie auf der folgenden Website aufladen und verwalten. Genau, jetzt haben wir gehört, es hat den Schweizer Dialekt beibehalten, aber es klingt jetzt mehr wie die Stimme von Florian und je nachdem könnte das jemand schon überzeugen. Jetzt, wie habe ich das erstellt? Ich habe etwa 10 Minuten Audiomaterial von Florian genommen aus einem öffentlichen Radiointerview und habe dann auf einem sehr guten Computer das trainiert. Das dauert etwa 2 Stunden. Ein Angreifer mit mehr Geld oder mehr Budget an einem schnelleren Computer könnte das auch noch schneller hinbekommen. Es ist also wirklich so, es braucht nicht mehr sehr viel. Dann ist es möglich, einen einigermaßen guten Fake zu erstellen. Jetzt haben wir die Stimme geklärt. Das wäre jetzt zum Beispiel für einen Telefonanruf schon sehr praktisch. Natürlich möchten wir aber auch noch das Bild kopieren. Da gibt es mittlerweile auch frei verfügbare Software, die mittlerweile sogar so gut ist, dass ein einzelnes Bild ausreicht, um es dann über ein Originalgesicht zu legen. Also hier links wäre ich jetzt. Ich spreche etwas, zum Beispiel den Text nach, den ich vorhin eingesprochen habe, und rechts sehen wir das Gesicht von Florian drauf. Wieder, es ist nicht ganz perfekt, aber es kann schon sehr überzeugend sein, wenn die Story insgesamt Sinn macht, wenn, wie beispielsweise Ivano gesagt hat, vorhin der Anruf per SMS angekündigt wurde, dann glauben die Leute schon ziemlich schnell, dass das auch wirklich so sein könnte. Jetzt müsste ich hier natürlich die Haare noch etwas anpassen, auch meine Kleidung. Das ist ja das, was beim letzten Fall, den uns gemeldet wurde, aufgefallen ist. Wenn ich das aber nicht kann selbst, dann gibt es zum Beispiel auch diese Möglichkeit. Mittlerweile ist es sogar möglich, echte Videos zu manipulieren. Wir sehen hier links ist das sogenannte Driving-Video, also das Video, von dem die Gesichtsbewegung genommen wird. Und rechts ist dann einfach ein Fernsehinterview, original von Florian, aber mit den Gesichtsbewegungen, die wir hier eingelernt haben.
Anstatt ein paar lustige Gesichtsausdrücke könnte ich natürlich sagen, ich spreche den Text nach, damit der Mund wirklich auch mit den Wörtern übereinstimmt. Und so kann ich ein Video-Fake von jemandem machen, ohne dass ich selbst vor die Kamera muss. Jetzt haben wir immer so vom Social Engineering eigentlich über Anrufe gehört. Was auch ein Problem ist mit KI, sind halt die Fake-Bilder. Ich habe beispielsweise ein KI-Modell genommen und auf Bilder von Florian Schütz trainiert. Wir sehen hier, habe ich dann gesagt, generiere mir ein Bild einer Überwachungskamera mit Florian mit einer Pistole oder im Gefängnis. Und solche Bilder können dann schon sehr rufschädigend sein. Es kann verwendet werden, um eine Firma zu manipulieren oder falsche Erpresserschreiben zu machen. So ist es also interessant zu sehen, auch wenn man denkt, man hat gute Prozesse und ist gegen Social Engineering Angriffe geschützt, so kann es aber auch sein, dass jemand halt so einen Angriff eigentlich gegen die Außenwirkung macht. Und es macht vielleicht auch Sinn, sich dort zu überlegen, ist etwas wirklich plausibel? Was machen wir als Firma oder was machen wir als Familie, wenn so etwas passiert, irgendwo Fotos veröffentlicht werden? Haben wir gleich Panik? Fragen wir nach bei den Personen, was ist unser Prozess dort? Ich wollte auch mal sehen, wie glaubhaft sind eigentlich solche Fotos, und dann habe ich einen Eigenversuch gemacht. Ich habe eine KI genommen und mit Fotos von meiner Frau und mir trainiert, und dann haben wir da ein paar schöne Ferienfotos generiert. Die sind alle KI generiert, vor den Pyramiden und so weiter. Und wir haben die dann auf unseren Social-Media-Profilen hochgeladen, gesagt, hey, schöne Erinnerung an unsere Weltreise, die wir gemacht haben. Und wir haben wirklich sehr viele Gratulationen und Anschriften von Leuten bekommen, die eigentlich wissen sollten, dass wir gar nicht so lange fort waren. Aber wir sehen zumindest auf den ersten Blick, sieht das schon sehr überzeugend aus. Auch die Anzahl Finger stimmt auf den meisten Bildern. Es ist also nicht mehr direkt klar, ist ein Bild KI oder nicht. Und die Leute, die rechnen ja auch nicht damit, dass alle Bilder überall fake sind. Also macht es sicher Sinn, auch da eine gesunde Skepsis zu haben und sich zu überlegen, ist etwas plausibel oder nicht. Jetzt, wie schützen wir uns? Wenn jetzt die KI das Problem ist, und ich muss sagen, die KI ist nicht einzig das Problem, denn vieles, was wir hier gesehen haben, das wäre auch ohne KI möglich. Ich kann ja vielleicht einen Zwilling von Florian Schütz anstellen und der setzt sich vor die Kamera, oder jemand, der gut geschminkt ist oder eine Maske aufhat. Ich kann auch im Photoshop, schon vor 10 Jahren konnte ich ein Bild manipulieren, dass es so aussieht wie jemand anders. Die KI macht es jetzt einfach viel einfacher. Darum haben wir jetzt ein bisschen mehr ein Problem. Es ist aber nicht grundsätzlich ein neues Problem. Wenn die KI jetzt das Problem ist, gibt es dann nicht einfach Anti-Deepfake KI oder so. Es gibt verschiedene Hersteller, die sagen, sie haben so etwas. Aus meinen Erfahrungen sind diese Lösungen leider nicht perfekt. Also ich habe bei den meisten Lösungen, die zumindest ich persönlich getestet habe, Wege gefunden, diese zu umgehen. Und wenn ich das schaffe, dann schaffen das wahrscheinlich andere Angreifer auch. Deswegen, wir müssen ein bisschen zurück zu den Basics unserer Sicherheitsrichtlinien. Und zwar immer überlegen, ist etwas zum Beispiel ein offizieller Kommunikationskanal? Ist es normal, dass der CEO per SMS schreibt, hey, bitte leg den Schlüssel in den Briefkasten, oder gibt es dann normalerweise einen anderen Ablauf? Ist das plausibel? Und das Wichtigste, wenn irgendetwas Komisches kommt oder was man denkt, könnte vielleicht etwas Falsches sein, dann gut auf das Bauchgefühl vertrauen und einen gesicherten, vertrauten Rückkanal nehmen. Denn Ivano hat gezeigt, wir können einen Anruf von einer Nummer faken, dass es so aussieht, als ob es von dieser Nummer kommt. Wenn ich aber auf die Originalnummer zurückrufe, dann kann Ivano den Anruf nicht abhören, sondern geht es immer noch zu der Originalperson. Das heißt, im besten Fall, ich rufe zurück auf diese Nummer. Ich nehme beispielsweise die E-Mail-Kommunikation, wo ich sowieso immer weiß, das ist die E-Mail-Adresse von meiner Sekretärin, von meinem Chef, und ich schreibe dort, hey, du hast gerade angerufen, möchtest du wirklich, dass ich das und das mache? Das ist immer eine schlaue Idee, einen gesicherten Rückkanal, den man kennt, den man bereits weiß, das ist wirklich der Kanal, welcher die Person verwendet, nehmen, um wieder zurückzukommen. Also
Die KI-Risiken legen ein bisschen unsere IT-Sicherheitsmängel offen, vor allem da, wo wir uns nicht an die normalen Richtlinien halten, sondern manchmal etwas außerhalb von unseren Prozessen machen. Eben ein Schlüssel in einen Briefkasten, eine Überweisung, die anders funktioniert, Spesen, die anders abgerechnet werden. Nutzen wir das aber als Chance und sagen, hey, wir möchten wirklich gute Prozesse haben, gute Sicherheitskonzepte. Wir überlegen gut, ist etwas plausibel oder nicht. Und wenn etwas passiert ist, dann hören wir gleich, was wir machen können und auch wie ein guter Prozess aussieht, gibt es beim Bundesamt für Cybersicherheit viele Ressourcen. Und das erzählt gleich Sandra euch wieder. Gut, vielen Dank, Brian, für deinen Beitrag. Ich werde jetzt kurz etwas noch dazu sagen, was man eben machen kann, wenn man trotzdem einmal Opfer von einem Cyberangriff wurde. Wenn Ihnen finanzieller Schaden entstanden ist, dann empfehlen wir immer, dass Sie sich an die Polizei wenden. Wenn Sie Kreditkarteninformationen preisgegeben haben, dann nehmen Sie Kontakt mit Ihrer Bank auf und lassen Sie die Karte sperren. Und wenn Sie jetzt einfach einen Verdacht haben, dass Sie Opfer wurden und allenfalls auch einige Tipps brauchen, dann gibt es die Möglichkeit, dass Sie sich beim Bundesamt für Cybersicherheit, das bei uns melden. Wir haben ein Meldeformular auf unserer Webseite. Das erkennen Sie an diesem rosaroten oder pinken Icon, das Sie auf der linken Seite sehen mit der Hand drauf. Sie können dann draufklicken und dann öffnet sich ein Meldeformular und dieses Meldeformular, das führt Sie durch den ganzen Meldeprozess hindurch und wenn Sie eben wünschen, dann können Sie am Ende dieses Meldeprozesses noch Handlungsempfehlungen erhalten. Gut, damit kommen wir zum Schluss. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Sie können diese, wie am Anfang erwähnt, in den Chat eingeben und gleichzeitig erlaube ich mir, diesen QR-Code hier aufzuschalten. Für uns ist es wichtig, dass wir Rückmeldungen erhalten. Ich teile auch gleich noch den Link im Chat zu diesem Feedback-Formular. Wie gesagt, wir möchten uns gerne verbessern, auf Ihre Bedürfnisse eingehen und es hilft uns, wenn Sie uns dort Rückmeldung machen. Und ansonsten würde ich jetzt den Chat öffnen. Gut. Bringt es etwas, wenn man den Browserverlauf regelmäßig löscht? Brian, ich gebe diese Frage an dich. Genau, vielleicht nicht ganz zum Thema, aber bringt es etwas, wenn man einen Browserverlauf löscht? Also damit jemand auf den Browserverlauf zugreifen kann, muss diese Person bereits auf den Computer Zugriff haben. Also wenn es soweit ist, haben wir sowieso ein bisschen ein Problem. Ja, Schaden tut es nicht. Sehr viel Sicherheit gibt es aber auch nicht. Also es ist nicht so, als ob man dann automatisch sicherer wäre, wenn man den Browserverlauf regelmäßig löscht. Gut, dann ist eine rechtliche Frage reingekommen. Ich gehe davon aus, dass ein Identitätsklau nicht ganz gesetzeskonform ist. Natürlich. Wenn ich vorab das Einverständnis des Opfers einhole, zum Beispiel seine Stimme, seine Bilder und Videos verwenden zu dürfen, ist das sicher kein Problem. Falls dies nicht der Fall sein sollte, gegen welche Gesetze verstoße ich und mit welcher Strafe muss ich rechnen? Ich frage für einen Freund. Da wir keine rechtlichen Spezialisten sind, sondern technische Spezialisten vom Bundesamt für Cybersicherheit, werde ich diese Frage nicht beantworten. Sie finden aber die Antwort im Schweizerischen Strafgesetzbuch. Gut, dann eine weitere Frage, umfasst KI auch ML? Also ich nehme an, das bezieht sich auf Machine Learning. Ja, es sind immer so die Begriffe etwas kompliziert. Was genau ist KI, künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, Machine Learning? Schlussendlich meinen die Begriffe wahrscheinlich das Gleiche. Es geht darum, verschiedene Modelle
können verschiedene Sachen machen. Schlussendlich ist alles eigentlich Mathematik und Statistik und KI und ML eher Marketingbegriffe. Aber ja, in diesem Kontext, ja, gehört es zusammen. Gut, die nächste Frage ist auf Englisch formuliert. Ich übersetze sie ins Deutsche. Das Schweizerdeutsch ist beeindruckend, wie das geklont werden konnte. Denken Sie, es ist auch möglich, dies mit Realtime, also in Echtzeit, zu klonen? Meiner Kenntnis nach, vielleicht kannst du dann noch ergänzen, Brian, hat Instagram vor kurzem eine solche Realtime Speech Cloning veröffentlicht, aber das geht nur auf Englisch und Spanisch. Jetzt weiß ich nicht, ob du dort noch Ergänzungen hast. Genau, also prinzipiell ja, sollte das auch möglich sein. Ich selbst habe es nicht probiert und auch generell in der Schweiz sind wir meistens von den großen Firmen außen vor gelassen, was Schweizerdeutsch angeht. Das heißt, wir müssen ein bisschen warten, bis die Universitäten oder die Wissenschaft oder die Forschung da etwas Zeit investiert, aber technisch absolut möglich. Ich kenne auch kein Produkt, welches in Echtzeit kann. Mein Modell, das ich gemacht habe, das funktioniert einfach über Texteingabe, dann kommt Sprache raus. Also wenn man genug schnell tippen könnte, ist das auch schon fast Realtime. Danke. Dann nächste Frage: Müssten Cybervorfälle, welche Ihnen gemeldet wurden, nicht auch sofort den Medien zugespielt werden, damit nicht weitere Personen geschädigt werden? Hier kann ich dazu sagen, dass die Meldungen, die wir veröffentlichen, respektive die Cybervorfälle, die sind für alle zugänglich. Wir werden aber nicht oder wir machen keine Medienmitteilung zu jeder Meldung, die uns zugespielt wird. Dann, woher weiß ich, dass der QR-Code okay ist? Ich habe ihn gemacht, er ist in Ordnung, aber wenn Sie dem QR-Code nicht trauen, dürfen Sie gerne auch den Link verwenden, den ich im Chat veröffentlicht habe. Dann ist DeepL KI, wurde ein bisschen oder mit einem Daumen hoch bereits beantwortet, aber Brian, ich gebe dir noch das Wort. Ja, wir können sagen, ja, DeepL selbst bezeichnet es als KI. Es ist eigentlich eine Anwendung, ja. Schon vorher, schon vor 5 Jahren, als maschinelles Übersetzen eingeführt wurde, war es eigentlich KI. Einfach KI als Begriff wurde noch nicht so viel verwendet. Gut, dann nächste Frage. Gibt es schon die Möglichkeit eines Live-Spoofing durch KI, bei der die KI das Telefongespräch live führt und auch mit einer gefälschten Stimme, analog zu ChatGPT, der akustischen Fragen beantwortet und dies ziemlich schnell? Ivana, ich gebe diese Frage mal an dich, da es auch um Spoofing geht, und sonst würde ich es dann Brian geben. Das weiß ich nicht, ob man durch KI das Spoofing eigentlich, also ich glaube, das ist analog wie vorher gesagt worden ist, also das Live KI, also die Stimme nachmachen kann. Man ist dran, das zu entwickeln oder es gibt es schon, aber für die Schweiz nicht zur Verfügung steht. Also wenn ich die Frage richtig verstanden habe. Ja, ich kann da vielleicht ergänzen, es gibt wieder auf Schweizerdeutsch noch nicht viel, auch auf Deutsch generell noch nicht so viel, aber beispielsweise macht Google in Amerika, gibt es die Funktion, bei der dein Handy für dich automatisch eine Reservierung in einem Restaurant vornehmen kann. Also die rufen dann an und sagen, ich möchte gerne für 2 Personen reservieren und das Handy ist dann für dich in der Warteschleife und antwortet auf die einfachen Fragen, wie viele Leute und so weiter. Das heißt, es gibt schon Ansätze. Wie gut das funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe es selbst nicht probiert, aber das ist definitiv etwas, an dem die Leute arbeiten, denn es gibt ja auch gute Anwendungsfälle dafür. Beispielsweise hat auch Apple arbeitet da an Stimmklonen für Leute, die ihre Stimme verlieren, die zum Beispiel durch eine Einschränkung körperlich nicht mehr gut sprechen können und die können dann so wie ihre Stimme zurückerhalten. Also es gibt viele Leute, die daran forschen und nicht alles ist nur böse, was es dort gibt. Danke. Dann die nächste Frage ist wieder rechtlich. Wie gehen die Untersuchungsbehörden vor, die Unschuld von einem Deepfake betroffenen Person, die als Täter im Netz kursieren, zu beweisen? Auch hier verweise ich Sie an die
Behörden oder die Strafverfolgungsbehörden oder wie in der nächsten Antwort an Ihren Anwalt des Vertrauens. Kann man bei einem Anruf eine gefälschte Telefonnummer sowie eine gefälschte E-Mail-Adresse erkennen? Brian hat dies teilweise schon beantwortet. Ich übergebe dir trotzdem nochmals das Wort. Genau, also bei E-Mail-Adressen zum Beispiel, da gibt es die Möglichkeit in den erweiterten Informationen einer E-Mail, in den sogenannten Header-Informationen, die kann man sich anzeigen lassen, zu sehen, von welchem Server wurde die E-Mail weitergeleitet. Das ist eine Möglichkeit. Das machen teilweise auch schon Programme automatisch. Ansonsten ist das etwas kompliziert, das kann nicht gleich jeder machen. Bei den Telefonanrufen ist es etwas komplizierter, weil es gibt auch Gründe, warum Firmen ihre Telefonnummern abändern. Beispielsweise hat jeder Mitarbeiter eine eigene Durchwahlnummer, aber gegen außen möchten sie vielleicht als die Hauptnummer der Firma raus telefonieren. Also ist ihre eigene Telefonnummer eigentlich auch ein bisschen gefaked. Und die Telekom-Anbieter haben ein bisschen ein Problem. Sie wissen nicht, wer hat einen legitimen Use Case, um die Telefonnummer zu faken und wer macht das, um jemand anders zu interpretieren. Es ist also etwas schwierig, aber vielleicht kann Ivano noch etwas ergänzen. Also viel ich weiß, die einzige Möglichkeit, also beim Telefonanruf muss man eigentlich zurück anrufen und zum merken, dass eigentlich nicht von der ursprünglichen Anruf angerufen worden ist. Oder man könnte versuchen, einfach den Telefonanbieter kontaktieren und vielleicht hätte mehr Informationen zum herausfinden, ob das Telefonanruf tatsächlich von der richtigen Nummer angekommen ist oder nicht. Gut, danke. Ich denke, damit ist auch die nächste Frage beantwortet. Ich gehe eine Frage weiter. Hört uns das Telefon ab? Willst du etwas dazu sagen, Ivana? Also hier, also ich habe verschiedene Artikel oder Recherchen gesehen. Also in der Schweiz haben das versucht, das zu überprüfen, wird man überhaupt unbewusst, sagen wir, gehört durch das Telefon. Und bis jetzt, soviel ich weiß, gab es keine Evidenz, die das stattgefunden hat, außer dass man hat eine App eigentlich, die das auf bösartige Gründe drauf installiert ist oder die wir das selber installiert haben, die eigentlich am Laufen ist. Aber sonst, dass das Telefon direkt uns abhört, gab es bis jetzt noch keine Evidenz, um das Marketing noch zu verbessern oder was auch immer. Gut, vielen Dank. Dann nächste Frage. Welche zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen empfehlen Sie oder und sehen Sie vor, in Anbetracht, dass immer schneller und häufiger davon ausgegangen werden muss, dass wir mit Fake aller Art konfrontiert sind? Ich gebe dir diese Frage, Brian, da du auch schon Takeaways gegeben hast. Genau, also wenn die Informationen selbst nicht mehr vertrauenswürdig sind, dann ist es umso wichtiger zu schauen, von wo kommen diese Informationen. Beispielsweise über die Nachrichten, wenn ich schaue, etwas auf SRF, ist es schon mal prinzipiell vertrauenswürdiger als auf irgendeiner kleinen News-Seite, von der noch nie jemand gehört hat. Gleiche bei den E-Mail-Adressen, wenn es eine E-Mail ist, die signiert wurde oder verschlüsselt wurde vom Originalabsender, dann ist das ziemlich sicher echt, und wenn es von einer anderen E-Mail kommt, dann eher nicht. Das heißt, dort immer zu überprüfen, schauen, von wo kommt eine Information, was ist die Quelle vertrauenswürdig oder nicht, ist nicht ganz einfach, und ein bisschen Vertrauen muss immer da sein. Aber prinzipiell ist das ein Weg, wie man dem ein bisschen entgegenwirken kann. Gut, vielen Dank. Gibt es Awareness-Programme, die Sie den Unternehmen für Ihre Mitarbeitende empfehlen können? Das möchte ich gerne selber beantworten. Also grundsätzlich stellen wir vom Bundesamt für Cybersicherheit eben Ressourcen zur Verfügung. Das heutige Webinar ist eine solche Ressource, wo wir sensibilisieren, jetzt beispielsweise auf Social Engineering. Es gibt auch jedes Jahr die nationale Awareness-Kampagne. Vielleicht haben Sie schon davon gehört. Sie hieß Super. Nächstes Jahr kommt eine neue
Edition von Super, kommt ein bisschen anders daher, aber dort werden auch konkrete Tipps und Maßnahmen, die Sie treffen können, um sich zu schützen oder auch Ihre Mitarbeitenden zu schützen, vermittelt. Zudem finden Sie ganz viele Informationen auf der Webseite des BAKS. Schauen Sie doch mal rein und wenn Sie immer noch Fragen haben, dürfen Sie uns gerne kontaktieren. Gut, dann meine Telefonnummer wurde für Spoofing verwendet. Ich weiß nicht, wer das machte, aber ich bekam ständig Rückrufe von verschiedenen Leuten. Kann ich hier etwas dagegen machen? Ivana, ich gebe dir diese Frage. Ja, leider, diese Frage habe ich von auch viele Kollegen bekommen. Leider kann man nichts viel machen, weil die Nummer wurde so tendenziell randommäßig ausgewählt und für Spoofing-Zwecke benutzt und dann deswegen bekommt alle diese Rückrufe zurück. Das heißt, man kann den Telekom-Anbieter informieren, aber viel machen wird man nicht machen können, leider. Vielen Dank. Brian, die nächste Frage ist für dich. Welches Modell haben Sie für die Umwandlung von Text zu Sprache verwendet? Dazu habe ich ein Open-Source-Modell namens XTTS in der Version 2 verwendet. Das ist so frei verfügbar. Einfach mal Google nach XTTS V2, beispielsweise auf Hugging Face. Und unter anderem habe ich noch die Frage gesehen für das Deepfake. Da wurde das Modell ROOP verwendet, ROOP, für das Bild. Das Bild-Deepfake und RVC, Retrieval Voice Conversion Modell, welches dann für die Sprache, das Sprachdeepfake zu Florian verwendet wurde. Ist aber alles relativ kompliziert. Das ist nicht einfach nur eine App, das man runterladen kann, dann funktioniert es. Es ist noch etwas nicht so anwenderfreundlich. Genau, aber einfach damit die Leute wissen, was googeln. Das sind die Begriffe XTTS, ROOP und RVC. Das sind die 3 Modelle, die ich hauptsächlich verwendet habe. Gut, vielen Dank. Hier ist noch eine Frage. Was denkt ihr über Plot? Brian? Sagt mir nichts. Claude, das ist eine Konkurrenz zu ChatGPT. Ich persönlich finde Claude für gewisse Anwendungsfälle besser. Es gibt dann auch noch von Google das Gemini-Modell, was sehr gut ist, und ein Haufen andere. Da wird aktuell sehr viel Geld von den großen Firmen investiert, um zu schauen, wer kann das beste LLM, das beste Sprachmodell machen. Da je nach Anwendungsfall, das ihr habt, mal ausprobieren und schauen, die einzelnen KIs sind wirklich besser als die anderen für gewisse Tasks. Vielen Dank. Dann die nächste Frage wurde teilweise bereits im Chat beantwortet. Gibt es gute und schnelle Möglichkeiten zu erkennen, wenn eine Mail mit Link zu einer oder einer Webseite Fake ist, also Fake Online-Shops zum Beispiel erkennen, URL prüfen? Als Ergänzung vielleicht noch, Sie können mit der Maus über den Link fahren, dann sehen Sie auch, wohin der Link führt. Das ist eine einfache und schnelle Möglichkeit. Ich weiß nicht, Brian, ob du sonst noch eine einfache zusätzliche Maßnahme nennen willst. Also wenn es nach ein Online-Shop ist beispielsweise, den man nicht kennt, dann auch wirklich einmal googeln, auf die Google-Bewertungen schauen, auf die Trustpilot und anderen Seiten, welche solche Seiten bewerten, schauen. Häufig, wenn es sich um Abzocken oder etwas Falsches handelt, gibt es da schon andere Leute, die das auch darauf hinweisen. Also einfach mal googeln, ein bisschen recherchieren, wenn es etwas ist, was man nicht bereits kennt. Gut, dann sind potenziell gefährdete Personen der Bundesverwaltung, die interessant sind für Fake, Kader, VIP und so weiter, bezüglich den heutigen Informationen geschult worden. Das ist teilweise erfolgt. Es ist so, dass wir das Modell fahren, dass die Bundesämter mit Bedürfnissen an uns gelangen können. Das heißt, wenn Sie ein Thema haben, zu welchem Sie geschult oder eine bestimmte Zielgruppe geschult werden möchte, dann können Sie bei uns einen Antrag stellen und wir nehmen das gerne auf. Gibt es Pläne zur Regulierung von Plattformen wie Hugging Face, zu denen vollständige LLMs heruntergeladen und offline für spezifische Anwendungsfälle angepasst werden können? Ist eine solche Regulierung überhaupt realistisch umsetzbar? Da
Kommen wir etwas in das politische Thema. Die EU hat beispielsweise schon gewisse Vorschläge gemacht, was schlau wäre zu regulieren. Eben, es ist ein bisschen eine Meinungsfrage, macht es Sinn oder nicht. Schlussendlich die Sachen, die jetzt bereits verfügbar sind, sind schon sehr gut. Und was ich heute runterladen kann, das kann ich auch behalten. Das heißt, es ist sehr schwierig, eine Regulierung umzusetzen. Schlussendlich ist es so, wir müssen schauen, wo wird es angewandt, und die Anwendung selbst ist ja nicht legal. Das heißt, es ist nicht so, als ob es etwas erlaubt ist. Es ist ein schwieriges Thema, und da sind sehr schlaue Leute, auch Rechtsexperten, dran zu schauen, was ist realistisch, was macht Sinn, was macht nicht Sinn. Denn wir wollen ja auch nicht den Fortschritt stoppen, aber wir wollen auch nicht unnötige Risiken. Da gibt es viele Leute, die darüber sprechen. Konkrete Pläne gibt es aktuell, soweit ich weiß, noch nicht. Vielen Dank. Ich denke, damit ist die nächste Frage auch beantwortet. Dann ist noch eine Frage, macht der Bund bei Swisscom, Salt und Sunrise Druck, damit sie das Spoofing in den Griff bekommen? Diese Angriffe gibt es schon über ein Jahr. Ich denke, hier hat Brian zuvor bereits etwas gesagt. Ich weiß nicht, ob du noch eine Ergänzung anfügen möchtest. Genau, also irgendwo, dass es Druck gibt oder nicht, von dem weiß ich nichts, aber es ist auf jeden Fall so, dass an dem Thema gearbeitet wird, denn es ist nicht nur ein Schweizer Problem, es ist international ein Thema, und da gibt es schlaue Leute, auch aus den einzelnen Telekom-Unternehmen, die da bereits dran sind und zu schauen, was gibt es für Möglichkeiten, wo geht das. Es ist eben nicht ein ganz einfach zu lösendes Problem, aber es wird daran gearbeitet, und es wird in Zukunft sicher auch besser werden. Wie schnell es geht, kann ich leider nicht sagen. Gut, dann nächste Frage. Wie sieht es mit der Schulung von Armeeangehörigen aus? Sind auch die Milizler, wirklich fit genug? Hier kann ich anfügen, dass die Armee auch eine Abteilung hat für Awareness und Schulung. Dort können sich auch sicher Bedürfnisse anmelden. Dann noch zur letzten Frage. Es ist ja schon genügend kompliziert. Warum verwendet ihr zwei Namen, BACS und NCSC? Das hat mit der Geschichte des NCSC respektive BACS zu tun. Wir waren bis zum 31.12.2023 das Nationale Zentrum für Cybersicherheit, angegliedert beim Generalsekretariat des Finanzdepartementes. Und jetzt, per 1.1.2024, sind wir eben das Bundesamt für Cybersicherheit, deshalb die neue Abkürzung, und sind im Departement VBS angegliedert. Gut, ich sehe keine weiteren Fragen. Das heißt, ich würde jetzt den Call beenden, und ich danke Ihnen vielmals für Ihre Teilnahme. Ich danke Ihnen, wenn Sie uns ein Feedback geben, damit wir uns verbessern können, und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.